In der Geschichte der MotoGP bleiben manche Saisons nicht nur wegen des Kampfes um die Meisterschaft in Erinnerung, sondern auch wegen technischer Entscheidungen, die die Zukunft des Sports verändert haben. Das Jahr 2027 steht kurz davor, genau ein solcher Wendepunkt zu werden. Die Verkleinerung der Hubraumklassen, die Begrenzung aerodynamischer Komponenten und die Abschaffung von Fahrwerkshöhenregulierungssystemen bilden das umfassendste Regelpaket der letzten Jahre. Das Ziel dieser Änderungen ist nicht nur, die Geschwindigkeiten zu senken, sondern auch den Charakter der Rennen neu zu gestalten. Während der technologische Wettlauf zwischen den Herstellern in letzter Zeit stark an Bedeutung gewonnen hat, sind auch Stimmen laut geworden, die der Meinung sind, dass der Einfluss der Fahrer relativ abgenommen hat. Ziel der neuen Regeln ist es jedoch, den menschlichen Faktor wieder in den Vordergrund zu rücken. Aus diesem Grund glauben viele Experten, dass die Gewinner der neuen Ära nicht nur die Teams mit den stärksten Motorrädern sein werden. Einer der Namen im Zentrum der Diskussionen ist Toprak Razgatlioglu. Der türkische Sportler, der auf der Superbike-Weltbühne durch seine außergewöhnliche Motorradbeherrschung auffällt, könnte in der neuen Ära der MotoGP vor bedeutenden Chancen stehen. Doch neben den Erwartungen gibt es auch Unsicherheiten. In den letzten Jahren haben MotoGP-Motorräder ein unglaubliches technisches Niveau erreicht. Die Aerodynamikpakete wurden erweitert, die elektronischen Systeme weiterentwickelt und verschiedene mechanische Lösungen sind zu einem festen Bestandteil der Leistung geworden. Dieser Fortschritt hat zwar die Rundenzeiten verkürzt, aber auch einige Nebenwirkungen mit sich gebracht. Insbesondere die bei dichtem Hinterherfahren auftretenden Luftturbulenzen erschwerten es den Fahrern, ihre Konkurrenten aus nächster Nähe zu beobachten. Zudem machten die steigenden Geschwindigkeiten neue Sicherheitsbewertungen erforderlich. Veranstalter und Hersteller einigten sich daher auf einen kontrollierteren technischen Rahmen. Der Wechsel zu 850 Kubikzentimeter Motoren zielt nicht darauf ab, die Leistung vollständig zu beseitigen, sondern sie auf verschiedene Bereiche zu verteilen. Durch den kleineren Hubraum, den reduzierten aerodynamischen Einfluss und die verbotenen Fahrwerkshöhensysteme sollen die Rennen unvorhersehbarer werden. Theoretisch könnte dieser Ansatz das Können des Fahrers deutlicher hervorheben. Doch wie bei jeder Regeländerung wird der entscheidende Faktor sein, wie schnell sich die Hersteller an die neuen Bedingungen anpassen können. In den letzten 10 Jahren der MotoGP hat die technische Entwicklung rasante Fortschritte gemacht. Insbesondere aerodynamische Konstruktionen haben das Fahrverhalten der Motorräder erheblich verändert. Die Flügel sorgen dafür, dass das Vorderrad den Bodenkontakt behält, verbessern die Stabilität beim Bremsen und erleichtern den elektronischen Systemen die Arbeit beim Beschleunigen. Dadurch können die Fahrer eine stabilere Leistung zeigen. Einige ehemalige Champions und technische Kommentatoren argumentieren jedoch, dass dies den Einfluss natürlicher Fahrkünste mindert. Die Regelungen für 2027 stehen genau im Zentrum dieser Debatte. Durch die Verringerung des aerodynamischen Effekts wird erwartet, dass die Motorräder agiler werden. Das Halten des Gleichgewichts bei Kurveneinfahrten, das Kontrollieren von Rutschen beim Gasgeben und das Spüren der Grenzen könnten wieder an Bedeutung gewinnen. Sollte dieses Szenario eintreten, könnten Fahrer, die als überragend in der physischen Steuerung des Motorrads gelten, einen Vorteil erlangen. Auch der Name Toprak Razgatlioglu wird in diesem Zusammenhang häufig genannt. Im modernen Motorradrennsport gehören Kurveneinfahrten oft zu den entscheidenden Faktoren, die die Rundenzeit bestimmen. Wie spät ein Fahrer bremst, wie viel Geschwindigkeit er mitnimmt und wie kontrolliert er das Motorrad lenkt, kann einen großen Unterschied ausmachen. Betrachtet man die Karriere von Toprak Razgatlioglu, so zeigt sich genau an dieser Stelle eine der auffälligsten Eigenschaften, die ihn von seinen Konkurrenten unterscheidet. In seinen Jahren in der Superbike-Weltmeisterschaft gelang es ihm mehrfach, Überholmanöver durchzuführen, indem er über die als normal geltenden Grenzen hinausbremste. Besonders auffällig war, dass er selbst in Momenten, in denen das Hinterrad den Boden verlor, die Kontrolle behalten konnte. Mit den Regelungen für 2027, die die Abschaffung einiger mechanischer Hilfsmittel vorsehen, wird erwartet, dass die Bremszonen wieder stärker vom fahrerischen Können abhängen werden.
Dies könnte theoretisch eine weitere Stärke von Toprak noch deutlicher machen. Man darf jedoch nicht vergessen, dass auf MotoGP-Niveau alle Konkurrenten zur Elite der Fahrer gehören. Daher lässt sich das tatsächliche Ausmaß dieses Vorteils erst auf der Rennstrecke erkennen. Der Erfolg eines Fahrers hängt nicht allein von seinem Talent ab. Auch der Charakter des Motorrads, die technischen Fähigkeiten des Herstellers und die Entwicklungsgeschwindigkeit spielen eine entscheidende Rolle. Yamaha hat in den letzten Jahren offen eingeräumt, in welchen Bereichen es hinter seinen Konkurrenten zurückgeblieben ist. Insbesondere angesichts der von Herstellern mit V4-Motoren erzielten Leistung wurde begonnen, einen neuen Ansatz zu verfolgen. Die japanische Marke treibt ihre Investitionen in die Zukunft voran und arbeitet gleichzeitig an verschiedenen technischen Lösungen. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Feedback von Toprak Razgatlioglu eine wertvolle Quelle darstellen kann. Denn Fahrer, die sich an unterschiedliche Motorradkonstruktionen anpassen können, liefern den Ingenieuren in der Entwicklungsphase wichtige Informationen. Allerdings kann ein erfolgreiches Projekt nicht allein durch die Ansichten eines Rennfahrers gestaltet werden. Alle Abteilungen des Werks müssen harmonisch zusammenarbeiten. Daher ist ein Aufstieg von Yamaha zwar im Bereich des Möglichen, doch wäre es falsch, dies als garantiertes Ergebnis anzusehen. In den letzten Jahren hat sich Ducati zweifellos zum Maßstab in der MotoGP entwickelt. Die italienische Marke hat sich nicht nur durch ihren leistungsstarken Motor, sondern auch durch ihre aerodynamische Effizienz, ihre Datenanalysefähigkeiten und ihre Rennstrategien von der Konkurrenz abgehoben. Als daher die Regeln für 2027 bekannt gegeben wurden, lautete eine der am häufigsten gestellten Fragen, inwieweit Ducatis Vorsprung davon betroffen sein würde. Die Verringerung des Hubraums und die aerodynamischen Einschränkungen könnten theoretisch einen Teil der derzeitigen Überlegenheit schmälern. Allerdings darf auch die Anpassungsfähigkeit der großen Hersteller an Veränderungen nicht außer Acht gelassen werden. Im Laufe der Geschichte haben sich starke Teams bei Änderungen der technischen Vorschriften oft schneller an die neuen Bedingungen angepasst als andere. Während einige Beobachter daher davon ausgehen, dass Ducati zurückfallen wird, vertreten andere die Ansicht, dass die Marke weiterhin im Kampf um die Spitze mitmischen wird. Die tatsächliche Situation wird sich höchstwahrscheinlich irgendwo zwischen diesen beiden Ansichten einpendeln. Ein häufig begangener Fehler bei der Einschätzung von Topraks Zukunft ist die Unterschätzung der Unterschiede zwischen der World SBK und der MotoGP. Auch wenn es sich bei beiden Serien um Motorradrennen auf höchstem Niveau handelt, unterscheiden sich die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen erheblich. MotoGP-Prototypen sind leichter, leistungsstärker und präziser gebaut. Auch das Reifenverhalten, die elektronischen Systeme und das Renntempo weisen Unterschiede auf. Daher lässt sich der in einer Kategorie erzielte Erfolg nicht automatisch auf die andere übertragen. In der Vergangenheit gab es dafür sowohl positive als auch negative Beispiele. Topraks Stärken könnten durch die neuen Regeln noch stärker zum Tragen kommen, doch die technische Komplexität und das Wettbewerbsniveau der MotoGP werden weiterhin eine große Herausforderung darstellen. Bei der Einschätzung seiner Meisterschaftschancen muss man nicht nur die Vorteile. Der Beginn des neuen technischen Zeitalters bedeutet nicht nur für Toprak eine Chance. Auch die anderen Stars der Startaufstellung werden versuchen, von diesem Wandel zu profitieren. Die Werksteams werden mit Investitionen in Millionenhöhe neue Motorräder entwickeln und die Ingenieurteams werden intensive Arbeit leisten, um Leistungslücken zu schließen. Zudem kann sich die junge Fahrergeneration schneller an die veränderten Bedingungen anpassen. Daher wird erwartet, dass sich der Wettbewerb nach 2027 von dem heutigen unterscheiden wird. Viele Experten gehen davon aus, dass die neue Ära für Überraschungen gut sein wird. Topraks Stärken können ihm wichtige Vorteile verschaffen, man darf jedoch nicht vergessen, dass seine Konkurrenten ebenfalls Weltklasse-Talente sind. Der entscheidende Faktor im Kampf um die Meisterschaft wird nicht nur die Geschwindigkeit sein, sondern auch die Konstanz, die über die gesamte Saison hinweg aufrechterhalten werden kann. Betrachtet man die erfolgreichen Fahrer in der Geschichte der MotoGP, fällt ein gemeinsames Merkmal auf. Schnell zu sein reicht allein nicht aus. Reifenmanagement, strategische Entscheidungen,
Die Anpassung an wechselnde Wetterbedingungen und die Fähigkeit, unter Druck keine Fehler zu machen, sind mindestens ebenso wichtig wie die reine Leistung. Über eine lange Saison hinweg jedes Wochenende die maximale Punktzahl zu sammeln, ist wertvoller als einige wenige beeindruckende Siege. Toprak Razgatlioglu hat sich im Laufe seiner Karriere durch seine kämpferische Art hervorgetan und in entscheidenden Momenten wichtige Ergebnisse erzielt. Ein Fahrer, der in der MotoGP den Titel anstrebt, muss jedoch nicht nur auf bestimmte